Wir sind in einem Niesmann Bischof Arto 88 EK und hier ist Harald Schäfer. Grüß dich, Harald. Hallo. Ja, wir haben eine kleine Revolution, sogenannte unsichtbare Lautsprecher. Man kennt das Problem, man hat kleine Fernseher, ihr verkauft die ja selber en masse. Ja. Da hast du keinen Platz für riesen Lautsprecher, genauso klingen die auch. Das ist okay, wenn man ab und zu mal guckt, aber wenn man hier im Bett liegt, wir sind hier gerade im Schlafbereich des Niesmann Bischof, dann will man vielleicht einen etwas besseren Ton haben. Ihr habt da was Witziges entwickelt, das gibt es schon ein bisschen länger. Genau. Ihr lasst einfach die Möbel sprechen. Ja, so ist es. Also das Soundsystem heißt CRS 101 BT. BT heißt, da ist auch ein Bluetooth-Empfänger drin. Hier haben wir den Fernseher aber hart verkabelt. Und das besteht aus einem kleinen Verstärker und aus zwei sogenannten Exciter. Ein Exciter, to excite heißt anregen. Also was wir tun ist, dass diese Schallwandler hier die Möbel, also in dem Fall die Wand zwischen dem Bad und dem Schlafbereich, zum Schwingen anregen. Und das Schöne dabei finde ich sehe hier nichts. Ich sehe keine Soundbar und habe trotzdem einen besseren Klang. Wir konnten das einfach hinter dem Fernseher montieren, das komplette System, und haben einen besseren Klang ohne zusätzliche Optik. Genau, ein kleines bisschen lauter. Wir gucken gerade eins Doku, ich gehe mal weiter weg. Und jetzt wäre das Problem, wenn du mal so richtig schön laut machst, machen wir schön laut. Ich habe vollen Bass. Den habe ich normal bei den kleinen Lautsprechern gar nicht. Ich habe einen lauten Sound, den habe ich auch nicht bei den kleinen Lautsprechern. Und ich habe deutlich weniger Verzerrungen dadurch natürlich auch in Relation zu dem eingebauten Fernsehlautsprecher. Genau, wenn du mal gerade leise machst, ganz leise, dann zeige ich mal gerade das System. Ihr habt das hier hart verkabelt. Wenn du mal ganz kurz mal zur Seite drehst, dann können wir mal reingucken. Das ist alles, was ich sehe. Das ist ordentlich eingebaut. Ja. Genau, also da haben wir hinten den Verstärker, den sieht man oben in der Mitte. Und wir haben hier diese zwei Exciter und einfach beides seitlich von dem TV-Halter montiert, und das war es auch schon. Ist der Stereo-Effekt noch da? Nee, das ist in dem Fall hier ist es zu nah beieinander, also wirklich Stereo hat man dann nicht mehr. Also wichtiger ist aber auch dann die Sprachverständlichkeit, die halt deutlich besser ist in Relation zum Fernseher, und auch die Lautstärke. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja so einen kleinen Fernseher drin gehabt, bis ich dann tatsächlich eine Soundbar nachgerüstet habe. Wenn du laut machst, das hast du eben schon erwähnt, das verzerrt unglaublich und du kriegst Bässe gar nicht mit. Ja. Das ist nicht da, und das ist hier alles nicht der Fall. Das heißt, gerade wenn du ein bisschen lauter hörst, du hast ein tolles Klangbild. Ja, also das ist für den Aufwand, den wir hier treiben, wir reden hier über ein Soundsystem, das 120 € kostet, ist der Unterschied schon eklatant. Und ich habe auch noch zusätzlich die Möglichkeit, dass ich auch mein Smartphone damit verbinden kann und abends noch ein bisschen vorm Einschlafen ein bisschen Musik hören kann, ohne dass ich noch irgendeinen Lautsprecher mitnehmen muss. Okay, das heißt, in dieser Box ist Bluetooth eingebaut, da ist ein Bluetooth-Empfänger mit drin. Ja. Ich muss den Fernseher nicht anmachen dazu. Ich muss den Fernseher nicht anmachen, also dieser Verstärker braucht ganz, ganz wenig Strom, der schaltet sich automatisch ein und aus und schaltet auch automatisch zwischen Bluetooth und dem Fernseher um. Immer dann, wenn ich Bluetooth verbunden habe und von Bluetooth Musik auch kommt, dann ist der Eingang Bluetooth und ansonsten ist es der Eingang TV. Ist das rückbaubar, das System? Ja, das ist überhaupt kein Problem, also die sind einfach nur aufgeklebt hier, die Exciter. Und wir haben da nicht mal Schrauben montiert. Das geht so. Okay, also auch oben der Verstärker ist aufgeklebt. Genau. Ich kann das komplett rückbauen, wenn ich möchte. Kann ich das selber installieren, wenn ich ein bisschen technisch begabt bin? Das Einzige, was man können muss, ist 12 Volt anschließen. Also da ist ein 12 Volt Kabel dabei mit Plus und Minus. Wenn man weiß, wie man das anschließt, dann ist der Rest Bibifax. Ist die Verbindung zum Fernseher über 3,5 mm Klinke? Genau. Also die Lautstärke haben wir ja gerade gesehen, die Lautstärke wird auch über den Fernseher dann geregelt. Dieser Verstärker hat eben eine Klinkenbuchse, genauso wie der Fernseher, und das wird einfach miteinander verbunden. In dem Soundsystem ist die Verbindungsleitung auch schon enthalten. Ich komme da nicht drüber weg, dass das funktioniert überhaupt. Ich habe das gar nicht gewusst. Ja. Also ich kenne das von so Kopfhörern, die auf den Knochen sitzen. Ist das so ein ähnliches System, Schallübertragung dann über die Knochen so ein bisschen, dass es hier über die Möbel geht direkt? Ja, das andere System kenne ich jetzt nicht. Aber dieses Exciter-Prinzip, das verwenden wir ja schon erfolgreich, auch bei Niesmann und Bischof in einigen Fahrzeugen. Also im Smooth sind es die Wohnraumlautsprecher. Hier in diesem Arto sind die Wohnraumlautsprecher auch dieser Exciter. Und wenn man das vernünftig ansteuert, dann kann das schon ganz gut klingen. Genau, wenn du gerade noch mal ein kleines bisschen lauter machst, ich will nur mal gerade noch mal hören, wie das Ganze klingt. Das ist ja genau. Es ist viel voller. Also es ist viel klarer. Die Stimme ist wesentlich besser zu erkennen, darum geht's. Okay, vielen Dank. Da kommen wir, gehen mal raus und zeigen wir gerade mal das Fahrzeug. Wenn du mal kurz oben ausmachst, bitte. Dann haben wir das Thema Copyright mal auch weg.
So, dann gehen wir mal raus. Das ist ein Testfahrzeug von euch. Ihr habt den Arto 88K. Genau, wir haben drei Testfahrzeuge in etwas unterschiedlichen Segmenten. Das ist unser größtes Testfahrzeug. So, testen bedeutet, also die Leute können auch mal rein, die können sich das Ganze angucken. Wir haben hier noch eine Besonderheit. Ihr habt hier, das werden wir auch gleich nochmal im Video vorstellen, ein ganz neues Navigationssystem mit drin. Das gibt es erst seit einigen Wochen. Das ganz neue Alpine, sogar hier in der Version drehbar. Das bedeutet, hier habe ich jetzt High-End, ein High-End-Navisiever mit drin, mit einer speziellen Software für Reisemobile, die auch die Höhe eingebbar macht. Genau. Mittlerweile auch so, dass ich 3 unterschiedliche Arten von Reisemobilen speichern kann. Das heißt, ich sehe dann auf der Autobahn tatsächlich bei diesem Fahrzeug, das wiegt jetzt maximal 5,5 Tonnen, dass ich da 100 fahren darf und nicht mehr 80, wie das früher mal der Fall war. So, ich habe 2 Drehregler mit dabei. Genau. Die musste man früher nachrüsten vor 3, 4 Jahren. Da gab es extra noch so einen kleinen Drehregler, den ich anschließen konnte. Das ist jetzt integriert. Ja, ich finde das immer sehr angenehm, wenn man fährt, dass man einfach die Hand ausstrecken kann und laut und leise machen kann oder den Sendersuchlauf mit dem anderen Regler betätigen kann. Das lässt sich schon sehr gut bedienen, das Gerät. Ich habe auch einen Kameraknopf, dass ich einfach drauf gucken kann, habe das Bild der Rückfahrkamera. Also von der Bedienung ist das schon wirklich schön, das Gerät. Abgesehen davon, dass es halt sehr, sehr gut klingt, das ist mir auch mal sehr wichtig, und auch einen sehr guten Radioempfang hat, sowohl bei UKW als auch bei DAB. Das ist ein typisches Gerät, das kann ich nachrüsten, wenn zum Beispiel mein DAB-Empfänger oder halt der Navisiever ein bisschen in die Jahre gekommen ist, merkt man, er reagiert sehr träge. Man wird ja auch verwöhnter mit den Smartphones, wo alles direkt geht und so weiter. Das sieht man schon, wenn man die bei euch im Showroom ausprobiert, die, ich sag mal, verschiedenen Geräte, kann man direkt sehen, was man vielleicht verbaut hat. Der Preis von dem Gerät ungefähr? Das Gerät kostet jetzt 16,99 €, also unverbindliche Preisempfehlung mit 19% Mehrwertsteuer. Das ist wie gesagt, die schwenkbare Variante, die ich eben auch ein bisschen aus dem Licht drehen kann. Die Variante, die nicht schwenkbar ist, kostet 200 € weniger, also 1499 €. Da ist der Verstärker mit drin. Du hast schon erzählt, der klingt ordentlich, der Verstärker? Da ist ein Verstärker mit drin, da ist ein DSP mit drin. Also damit kann ich schon eine ganze Reihe erreichen an klanglichen Eigenschaften. Besser geht es natürlich immer noch mal mit so einem Soundsystem, aber das ist schon mal die sehr gute Grundlage, wenn man hinterher noch ein bisschen auch im Soundbereich aufrüsten möchte. Ihr habt ja auch was Schönes eingebaut. Ihr habt noch einen Subwoofer nachgerüstet von euch. Viele Komponenten sind bei Niesmann und Bischoff auch eingebaut, muss man sagen, von euch. Wo sitzt der Subwoofer in diesem Fall? Muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, Niesmann und Bischoff möchte eine geringe Varianz bei den Fahrzeugen haben. Das heißt, der Subwoofer sitzt bei allen Arto und auch bei allen Flair im Doppelboden. Damit ist er weg. Das ist eine ganz gute Geschichte halt. Es ist praktisch. Es ist aber klanglich nicht ganz optimal, weil glücklicherweise haben diese Fahrzeuge ziemlich stabile Fußböden. Und durch diesen Fußboden wird einiges an Schall geschluckt. Es klingt ein bisschen verzögert. Es klingt nicht mehr so direkt, wie es eigentlich sein könnte. Was wir gemacht haben bei dem hier ist, dass wir den Subwoofer von da unten hochgenommen haben und in ein kleines Fach, was ich sowieso nicht brauche, hinter dem Fahrersitz montiert haben. Das haben wir mittlerweile auch schon bei einigen Kundenfahrzeugen gemacht und haben dann auch den Klang neu abgestimmt, weil damit klingt der halt ganz anders und ich habe damit einen wesentlich direkteren Klang, auch mit mehr Grundtonbereich auch. Also es klingt völlig anders als vorher. Aufwand, was ist es in Stunden? Würde ich mal noch den Kollegen im Service Center fragen, aber es sind so ungefähr 2-3 Stunden mit der Einmessung ungefähr, genau. Das richtet sich an Leute, die schon ein bisschen audiophil sind, die sagen, ich will während der Fahrt auch ein bisschen Wagner, Mozart, Jazz, also die, sag mal so, mit HiFi ein bisschen groß geworden sind. Genau, also so wie ich auch und wo ich halt sage, das könnte noch ein bisschen besser gehen. Das ist natürlich bei uns noch nicht das Ende. Im Service Center rüsten wir noch deutlich größere Soundsysteme nach. Wenn jetzt jemand noch mehr Volumen möchte, mehr Lautstärke möchte, mehr Differenzierung möchte, gibt es natürlich dafür auch noch Möglichkeiten. Aber der Unterschied jetzt einfach durch dieses, ja im eigentlichen Sinne Tuning des Soundsystems, der ist schon sehr groß. Prima, ja. Wenn du mal so lieb bist, mal aufstehst, zeig mir mal, wo der sitzt hier. Du hast eben noch gesagt, das ist ein Platz, den brauchen wir eh nicht so oft. Das liegt auch vielleicht auch daran, der ist unter dem Tisch. Da kommt man eh schon beschwerlicher dran. Also ich bei meiner Größe komme da sowieso nicht dran, aber ich zeige es vielleicht gerade mal hier. Ich mache das Polster hoch, dann habe ich hier noch eine Klappe. Warte mal, da kommen wir so schon kaum ran. Ob deine Kamera das einfangen kann. Die und da als wir beide. Und da ist der Subwoofer. Da sitzt der Subwoofer dann drin. Also wie gesagt, dieses Fach kann ich jetzt eh nicht benutzen, so wirklich, komme da nicht dran. Und für den Subwoofer ist es eigentlich prädestiniert. Es ist relativ nah im Wohnbereich, auch vorne im Fahrerhaus.
Und das Fach ist nach unten offen. Also das heißt, da haben wir keine weiteren Hindernisse für den Schall. Ganz praktische Geschichte. So, jetzt ist hier noch eine Besonderheit eingebaut. Ihr habt hier die Möglichkeit, diesen Fernseher, der da ist, mit diesem Subwoofer zu verbinden und mit noch einem DSP. Das bedeutet, ich kann, wenn ich Radio höre, über das, ich sag mal, HiFi-System, was ihr nachgerüstet habt, hören. Wenn ich aber Fernseh schaue, erkennt er das, schaltet das Radio ab und schaltet auf Fernseh um. Ja, das ist das System, was bei Niesmann und Bischof sogar Werk eingebaut wird. Da ist ein Verstärker von uns drin, den wir hier für dieses Fahrzeug eben ein bisschen gepimpt haben. Wir haben an den Komponenten eigentlich gar nichts geändert. Das heißt, diese Exciter sind nach wie vor hier im Wohnbereich eingebaut, in den Oberschränken. Wir haben die vorderen Lautsprecher gelassen, wie sie sind. Wir haben hier einen Fernseher auf unseren neuen Fernseher umgerüstet. Aber wenn ich den Fernseher einschalte, dann habe ich genau den kompletten Sound über das gesamte System. Exciter sind hier überall verbaut von euch. Das heißt also, die sind hier versteckt in den Möbeln oder in den Möbeln? Ja, die baut Niesmann und Bischof ab Werk direkt ein und die sitzen hier unten drin im doppelten Boden. Man sieht natürlich jetzt hier gar nichts. Und das klingt gut? Und das klingt gut, genau. Ja, sehr schön. Ja, heute viel gelernt. Das heißt also, ich kann also das Navi kann ich austauschen, wenn ich jetzt vielleicht ein Auto habe, was 3, 4, 5, 6 Jahre alt ist und man sagt, hey, es ist so ein bisschen Display, ist nicht mehr so schön und so. Das ist jetzt wirklich High-End, was man nachrüsten kann. Dann habe ich gelernt, es gibt versteckte Lautsprecher, die also so dezent sind, dass man die Optik vom Wohnmobil nicht durch eine Soundbar oder sowas zerstört. Und ich kann ein Radio nachrüsten und kann also die neueste Technik einbauen und dann auch gleich was für einen Sound tun. Ihr könnt dann praktisch in einem auch mal einen Subwoofer einbauen. Ihr könnt noch mal gucken, was ist hinten mit dem Fernseher, wie kann ich da den Sound verbessern. Aber grundsätzlich würdest du empfehlen, wenn man die Optionsliste hat, hinten im Fernseher hat, man sollte vielleicht eine Soundbar direkt mitbestellen, dein ganz persönlicher Tipp, oder anschließend zu dir kommen, eine einbauen lassen? Naja, das kommt halt drauf an. Also bei Niesmann und Bischof gibt es nach meinem Wissen aktuell hinten gar keine Möglichkeit, das Soundsystem zu integrieren. Es gibt keine Soundbar oder sowas. Also von daher ist das eigentlich eine sehr schöne Option, optisch völlig unsichtbar und preiswert. Aufwand, Einbau, wenn ihr es hinten einbaut? Also das ist maximal in einer Stunde erledigt. Maximal. Ja, das heißt, ich fahre hierher, in einer Stunde habe ich hinten mein Soundsystem am Fernseher mit drin, sehe es nicht, kann es wieder rückbauen auf Wunsch, kann es sogar mitnehmen. Das heißt, zum nächsten, wenn ich käme, theoretisch. Ja, weiß ich nicht, ob sich das lohnt bei dem günstigen Preis, den das System hat. Drin lassen, verkaufen. Drin lassen, verkaufen, genau. Das ist aber nur eine Anwendung von dem System. Ich kann da auch sehr, sehr viel andere Geschichten noch mitmachen, weil es ist ja auch ein unsichtbarer Bluetooth-Lautsprecher. Aber das können wir vielleicht später nochmal. Sehr schön. Ja, wir sind tatsächlich bei Karatec heute. Ihr seid Erstausrüster für ganz viele Wohnmobilhersteller. Wir sind gerade in dem Niesmann und Bischof. Fast immer hat irgendein Erstausrüster oder Hersteller von Wohnmobilen irgendwas von euch verbaut. Ganz oft sind es eure Halterungen, muss man dazu sagen, die bekannt sind. Das hier ist natürlich auch eine Halterung von euch, die hier drin ist? Ja, das ist nicht mehr die Originale. Wir haben die noch ein bisschen umgebaut. Sag mal. Die kann man wahrscheinlich. Das ist eine mit einer Fernentriegelung, das heißt, die muss ich hier unten rausmachen. Ein bisschen komplizierter bei dem Teil. Genau, macht's mal gerade. Ja. Die ist normalerweise montiert, muss man sagen, da geht es ein bisschen einfacher. Montiert und die haben wir nur deswegen drin, weil wir in diesem Fahrzeug ja ausprobieren. Und wir hatten mal einen Fernseher, das war so eine Idee von mir, das war ein kompletter Spiegel. Also dieser ganze Bereich war ein Spiegel und da war der Fernseher dahinter gebaut. Und deswegen brauchte ich dann diese Fernentriegelung, weil ich hier nicht mal an den Fernseher rankam. Aber hier sieht man das dann aus, dann unsere Halterung unten drunter. Okay, die ist da. Sehr schön. Komm, wir gehen mal raus, dann zeige ich euer Logo noch, denn wir drehen tatsächlich heute in Landau in der Pfalz. 10. November 2020. Also, und da kommt schon der nächste zufriedene Kunde raus. Ihr habt eine eigene Einbauwerkstatt? Genau. Sehr schön. Öffnungszeiten bei euch, wenn ich mal reinkommen möchte, am besten vorher anrufen? Unbedingt vorher anrufen, dass wir auch die Zeit uns nehmen können. Wir haben geöffnet von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis um 17 Uhr, am Freitag von 8 Uhr bis 15.30 Uhr und jeden Tag eine Mittagspause von 12 bis 13 Uhr. Ja, Harald Schäfer, großer Showroom. Guckt euch auch die anderen Videos an von Karatec. Heute wieder viel gelernt. 2 Autos haben wir noch vor uns. Auf geht's. Ein Fiat Ducato, den wir mal vorführen werden. Der ist just erst fertig geworden. Und den zeigen wir mal. Da ist so ziemlich alles verbaut. Was geht bei euch? Und wir haben noch einen Mercedes-Benz, einen Sprinter, der immer wichtiger wird. Und da habt ihr sogar ein M-Bux-System mit umschaltbarer Kamera. Sowas gibt es offiziell gar nicht, aber ihr macht es möglich. Genau, danke. Okay, bis bald. Tschüss. Ciao.